Okay, niemand hat gesagt, dass das hier einfach wird. Läuft alles wie geplant und es gibt kein Zurück mehr. Unsere Bootsnachbarn wollten uns mal auf einen kleinen Trip mitnehmen. Das sind jetzt 3 Stunden darüber. Warum sind hier so viele Fliegen? Wir sind Rob und Cleo, 2 Tätowierer aus Köln, und zusammen mit unseren Katzen gehen wir auf die größte Reise unseres Lebens. Komm mit! Wie kamt ihr euch auf die Idee? Was, ein Boot zu kaufen? Ja. Ich hatte irgendwas mit Promille zu tun, oder? Ach, guck mal. Hier. Ich habe eben noch gesagt, ich verbrenne das Boot. Zurück in Südfrankreich bei Rob und Cleo. Ihre fleißigen Helfer sind inzwischen abgereist. Doch bevor sie endlich lossegeln können, muss der komplette Rumpf bis aufs Laminat abgeschliffen werden. Die Zeit drängt. Werden sie es schaffen, noch vor dem Winter aufzubrechen? Wir haben jetzt 3 Tage ja irgendwie ganz wenig aufgenommen nur. Das ist auch gut so. Denn wir sind ja eigentlich in den Flitterwochen, wenn man es mal so sieht. In den Flitter-Arbeitswochen. Wir sind auch einfach ein bisschen fertig. Ja, ich glaube, wir fangen jetzt wieder so ein bisschen an damit. Wir sind aber jetzt auch nur 2 Wochen da und müssen halt noch mal kurz nach Hause für einen Monat. Das ist zumindest der Plan. Wisst ihr, was ich richtig hasse? Dass, wenn ich das aufmache, ich das auf jeden Fall wieder zumachen muss. Das ist immer das Schlimmste. Aber macht das sich nicht selbstständig wieder zu. So, wir haben hier die Badeplattform, da gab es ja auch schon ein paar miese Kommentare von euch dazu. Warum ist das Schiff denn so verschüttet? Ja, ich habe die Scheiße, ich habe das Morschholz mal rausgeschnitten, ne? Das war auf einer Seite morsch. Und dann dachte ich mir, jetzt schneidest du es auch komplett raus und machst es einfach komplett neu. Und das ist, was wir jetzt hier quasi tun, ne? Nur hier war es morsch. Da und ein bisschen da unten. Ja, da werde ich jetzt alles in liebevoller Kleinarbeit wieder aufbauen. Während ich in der Sonne liege. Ne, ich werde es gar nicht jetzt machen, weil ich gar keine Glasfasermatten hier habe. Das stand nämlich eigentlich gar nicht auf meiner Liste diesmal. Ich wollte nur irgendwie irgendwas machen, wo man irgendwie mal einen Fortschritt sieht. Also habe ich einfach was kaputt geschnitten, ist auch schön. Naja, aber wisst ihr was? Ich habe hier eine scheiß Landstromdose eingebaut. Wir haben jetzt bald Landstrom. Da wurde sogar auch ein bisschen Elektrik drin gemacht. Und ja, die Tage muss ich mir mal Zeit nehmen, das zu verkabeln. Ich glaube, das mache ich auch. Aber wir haben heute so einen Pausetag. Gestern hatten wir auch schon einen Pausetag, weil das muss einfach mal sein. Wir waren gestern in einer wunderschönen Bucht. Ich quäle mich jetzt hier mal wieder rauf und dann gucken wir, was wir machen. Können wir kurz festhalten, dass unsere lieben Bootsnachbarn von Sailing Svenja mehr an unser leibliches Wohl denken als wir selbst. Wie schön ist das denn einfach? Richtig lecker. Erdbeertörtchen! Dankeschön. So, wir ignorieren jetzt mal die Spinnweben hier, ne? Wir haben hier diesen Stab. Ich glaube, das ist hier einfach eine Arretierung, um den Neigungswinkel des Motors zu verändern. Das Ding ist aber offensichtlich, also ich glaube, so Rostumwandler hilft da nicht mehr, weil ich glaube, das Ding ist durch. Das werde ich auf jeden Fall rauskloppen. Wo kriege ich Ersatz? Sag doch mal, wo ich Ersatz kriege dafür hier. Und wie heißt das? So, wir wollen ein paar, wir wollen ein paar Würstchen machen, ne? Auf unserem schönen Grill. Die einzige Pfanne, die wir haben, ist die Terence Hill Gedenkpfanne, die ich mal von meinem Bruder geschenkt bekommen habe. Aber die ist noch nicht eingebrannt. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding taugt. Oh, Fernlicht an. So, Pfanne eingebrannt. Würstchen am Start. Wundervoll. Und die ersten Mücken kommen. Siehst du hier direkt bei der Linse? So, nachdem wir die letzten Tage so wenig gefilmt haben, haben wir uns überlegt, oder nicht wir, unsere Bootsnachbarn wollten uns mal auf einen kleinen Trip mitnehmen. Dass wir mal was anderes sehen als den Bootshof. Ja. Der Frog. Ja, hast du mit deiner E-Zigarette den ganzen Nebel hier gemacht, ne? Ja. Ja, man muss auch manchmal einfach mal hier so ein bisschen segeln gehen, ne? Damit man einfach mal versteht, wofür man das alles tut hier. Wofür wir so ein Boot refitten, ne? Den Nebel. Um im Nebel zu segeln. Nebel des Grauens. Nebel des Grauens, ja, ganz genau.
da drüben sind. Das sind jetzt 3 Stunden darüber. Mein Schlappen. Bitteschön. Danke. Verlier nicht nochmal. Das war jetzt hier lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Ein neuer Morgen bricht an. Mithilfe ihrer beiden Bootsnachbarn geht es heute ans Eingemachte. Der Rumpf wird vom Gelcode befreit. Hält das Schiff noch weitere Überraschungen bereit? Katastrophe. Wo nimmst du die Laune her? Welche Laune? Ich habe gerade einen Rum-Cola getrunken, deswegen habe ich ein bisschen Laune. Völlig fertig, ey. Das ist so krank, ey. Wir haben erstmal eine ganze Antifouling runter und jetzt müssen wir natürlich auch noch bis aufs Laminat hier alles runterpulen, ne? Ist ja easy. Ist ja easy. Ja, da ist ja Glasfaser drin oder irgendwas, oder? Ja, selbstverständlich ist da Glasfaser drin. Die ist in den Augen super gut, habe ich gehört. Ja. Ja, und Wilson, der ist auch dabei. Der Mario ist ja diesmal nicht dabei, aber irgendwie schon. Nicht wahr? Natürlich bin ich da. Hi. Du bist immer da. Nur diesmal in Holland. Und ich freue mich. Diesmal in Holland. Ja. Unser drittes Crewmitglied, aber nicht offiziell, sondern partiell. Kann man das so sagen? Ja. Wie, du hattest 500 Stabheuschrecken. So sieht der auch original aus, als hätte der mit 500 Stöcken zusammengelebt. Ich habe dem Mario gerade erzählt, dass ich hier eine Stabheuschrecke gesehen habe in Südfrankreich und ich kannte die nicht in Wild. Und jetzt hat er mir die Geschichte von seinen 500 Stöcken erzählt. Nur mal so am Rande, ne? Ja, na klar. Selbstverständlich hatte der Mario 500 Stabheuschrecken. Der hatte auch schon einen Wüstenfuchs. Ja. Der ist völlig verrückt. Der ist so wie, der war in den 80ern war der ungefähr wie Mike Tyson, weißt du, so einen weißen Tiger zu Hause. Ein neuer mückenverseuchter Abend. Wir haben natürlich wieder keine Mückennetze gekauft, als wir in Deutschland waren. Warum auch? Ne? Wir wohnen ja nur am Busch. Kein Problem. Wir haben auf jeden Fall jetzt die asiatischen Tigermücken am Start. Die Regierung hat wohl gesprüht, also es sind weniger von den regulären da. Aber diese asiatischen Geringelten sind da, die das Denguefieber übertragen. Was brauchen wir jetzt noch? Was ist hier los? Ne? Wir schleifen jetzt einfach seit 4 Tagen durchgehend. Wir sind alle ein bisschen fertig. Aber das Ende ist in Sicht. Die letzte Stelle. So, da wir die ganzen letzten Tage nicht gefilmt haben, um euch diese ekelhafte Arbeit zu ersparen, kann man hier jetzt aber zumindest noch mal zeigen, wie krass die Risse waren, die wir im kompletten Gelcode hatten. Ne? Sieht man hier richtig gut, richtiges Spinnennetz. Deswegen musste der ganze Kram runter. Am nächsten Tag haben Rob und Cleo frei. Doch statt sich auszuruhen, entdecken sie einen Lost Place und müssen natürlich nachsehen. Ob das eine gute Idee ist? Bisschen spooky. Was war das mal? Ich bin zu neugierig, ich muss ja reingehen. Jedes Mal wieder ein Herzinfarkt, wenn dieses beschissene Rollo da klappert. Ich glaube, wir sollten uns aus dem Stock machen, wenn die Polizei kommt. Ich weiß nicht, ob man das darf.
ist der? Der ist weg. Oh mein Gott. Ich finde den nicht. Der ist hier nicht. Noch hier. Mein Gott. Willst du mich verarschen? Kann ja nicht so lange sein. Ich habe nur ein Bikini an, ich bitte dich. Bist du da hochgekommen? Das ist total weiträumig. Weitläufig, weiträumig, wie nennt man das? Was ist das da hinten? Warte, ich muss das sehen. Könnte man tolle Fotos machen. Warum sind hier so viele Fliegen? Wollen wir wissen, warum hier so viele Fliegen sind? Leute, was ist das? Weiß das einer? Dass wir eine Leiche finden oder so. Nope. Okay, jetzt ist der schon wieder weg. Ich hasse das. Ich gehe zurück. Oh. Geil. Also im Dunkeln wäre es wahrscheinlich, richtig krass, hier rumzurennen. Sehr gruselig. Ich habe mich in meinem Erwachsenenleben selten so gegruselt wie gerade. Ey! Psst. Da hinten sind voll die Fliegen, ne? Ist jetzt einer gestorben? Vielleicht hat sich einer... Wollen wir rausfinden? Wollen wir nicht. Okay, niemand hat gesagt, dass das hier einfach wird. Aber momentan ist es schon sehr hart. Aber ich glaube, das liegt am Generellen, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ne? Oder durchhaben mit der Atea und Wohnwagen und alles aufgeben, verkaufen, Hochzeit, tralala. Und jetzt noch das mit diesem Schiff. Ich meine, es ist besser als gedacht, auch Unterwasserschiff. Wir haben jetzt viel weniger zu tun als gedacht. Und wir kommen auch relativ pünktlich ins Wasser, wie wir uns das geplant haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt erst im Winter ins Wasser kommen. Das ist Bullshit. Das wird nicht passieren, hundertprozentig nicht. Es wird vorher soweit sein. Nun haben wir jetzt aber auch unser Buddyboot, unsere Freunde, Maren und Julian. Und irgendwie möchte ich schon mit denen eine Zeit lang unterwegs sein. Weil es einfach total toll ist mit denen. So liebe Menschen habe ich selten kennengelernt, wirklich. Die haben uns so krass unter die Arme gegriffen in der letzten Zeit und ich bin unfassbar dankbar für die beiden, dass sie in unser Leben gekommen sind. Ich habe schon gesagt, womit haben wir das verdient, einfach nur so Goldmenschen kennengelernt zu haben. Keine Ahnung. Das Gute an dieser ganzen Sache ist natürlich auch, dass wir schon alles aufgegeben haben und verkauft haben. So wie es aussieht, haben wir jetzt auch unseren Wohnwagen verkauft. Auch einer der Gründe, nach Deutschland zurückzufahren, aber eben auch ein bisschen Geld noch zu verdienen zusätzlich. Also es läuft alles wie geplant und es gibt kein Zurück mehr, gerade aus den gerade genannten Gründen. Und das macht es einem noch ein bisschen einfacher durchzuhalten. Ich habe was gefunden, Leute. Ja, um 22 Uhr gibt es hier noch im Hafen so eine kleine Showeinlage. Ich nehme euch mit, seid gespannt. So, ist jetzt dunkel und jetzt gehen wir unsere Freunde von der Sailing Svenja abholen. Mal gucken, ob die da sind. Hallo! Einer da? Ja, nun gut, sie sind nicht da. Wir werden sie schon irgendwo finden. Wir haben sie gefunden. Auch wenn es sehr dunkel ist. Mein Auto startet nicht mehr. Krieg ich es nicht mehr gedreht? Was soll das denn? Mann! Was tun wir jetzt?